Herzlich willkommen zu Sclash, einem Spiel, das auf japanischer Mythologie aufgebaut ist. Das bedeutet, wir wissen mehr oder weniger, was das bedeutet. Jede Menge wehende Lotusblütenblätter, natürlich jede Menge Katanas von berühmten Katana-Schnitzern, die Autoblöcke wie Butter durchtrennen. Manchmal aus Versehen, manchmal, wenn du die ohne deinen Schutz läufst durch die Stadt. Ah, shit, schon wieder ein Lamborghini durchgeschnitten, quer. Ja, ärgerlich, egal, ich hau schnell ab, ich bin ja Ninja. Das passiert also tatsächlich. Jetzt wissen wir auch, wo es herkommt, von der japanischen Mythologie. Also wir haben die Blütenblätter, wir haben die Katanas, wir haben Bambus, das ist wahrscheinlich und Reis. Ist das jetzt schon Rassismus? Nein, ne? Das ist eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem, was ich weiß. Ich habe Tiger and Dragon auch gesehen. Jedenfalls ist Sclash ein Spiel, was mit diesen ganzen, mit diesen Gimmicks, die man mit der Mythologie und der Kultur der Japaner, die ich natürlich als Videospielkind schon immer geil fand, aus den unterschiedlichsten Gründen, die daraus eine Art Schnittspiel gemacht hat. Nämlich ein Schnitt mit dem Schwert. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich habe es nur gekauft, weil mir der Name gefallen hat, Sclash. Und weil es visuell echt schön aussah. Es erinnert halt mich an ein paar von diesen Spielen, die ich in letzter Zeit auch schon gespielt habe. Manche davon eher im Comic-Look, manche davon eher in einem realistischen, so schwarz-weiß Art-Style, wie in hier, weiß nicht, 1000 Samurai oder 7 Samurai. Entschuldigung. Es gibt bestimmt auch einen 1000 Samurai. Die haben doch bestimmt endlos viele Fortsetzungen davon gedreht. So, ich höre jetzt auf, ich mache mich klein, bevor ihr mich klein macht. Hier bin ich noch an der falschen Stelle, verdammt. Wer weiß, wo hier im Samurai-Kampf gleich die Lücke für mein Bild ist. Play, okay, es geht los. Und ihr werdet wahrscheinlich gleich erkennen, warum mir das gefallen hat. Und vielleicht werden wir auch noch ein bisschen was dabei lernen über japanische Kultur. Videorekorder. Videorekorder sind auch noch japanisch. Ja, das und die Playstation. Und natürlich Bambus. Ich nehme mal den erstbesten. Mir wurde auch eben schon gesagt, es ist besser mit dem Controller. Ich erkläre es gerade mal. A ist Blocken. X ist, okay, ein Schlag auf der Horizontalen, wie man sieht, mit so einem Schwung auch. Ich mache mal voll. Okay, aber immer nur, ich kann also 4 relativ knappe nacheinander machen. Oder halt einen richtig fetten aufladen. Okay. Ja, Player 1, 4, 2, 3, 4. Muss hier noch jemand spielen? Nein. Ich dachte, dass da... Ist das hier eine Versus? Nee, das glaube ich nicht. Muss ich gerade nochmal gucken. Da muss ich wirklich gerade nochmal gucken. Da habe ich irgendwas falsch vielleicht gedrückt. Story Mode. Ich möchte es ja erstmal nur spielen. Ihr könnt euch ja gerne mal den Versus-Mode angucken. Ich kenne das ja von Bushido Blade. Heißt das so? Bushido Blade? Ich glaube schon. Da gab es auch so einen Ego-Modus. Jetzt hören wir uns aber erstmal das an. Ich werde noch davon erzählen. Talented warriors, trained in martial arts by the gods they worshipped, protected the people from criminals and demons. These warriors were called samurai. This tale finds its roots in the village of Aki, where, according to legend, samurai were blessed by the raven god Tengu. It is said that the samurai were able to defeat their opponents with a single blow. Das ist ein wichtiges Gameplay-Feature, weshalb ich mir das auch angeguckt habe. Ein Schlag, genau wie bei Bushido Blade, reicht. Susanoo was an unrivaled fighter, master of the arts of winds and storms. She was so fierce and brutal on the battlefield that she could be mistaken for a man, a beast, or even a monster. A bitter rivalry between the two commanders of the Aki and Natsu clans escalated into a violent war that plagued their villages for many years and showed no signs of stopping anytime soon. At the heart of this unending chaos starts the tale of the samurai Jinmu, an orphan raised by Susanoo. One day, in the village of the Raven, our hero was finishing his training.
As he'd done since a young irgendwie age, cool. Jinmu warmed up in the dojo, following the training required by the village chief. He was the most promising disciple. He put in quite the effort, firmly hoping to one day play his part in the protection of his people. He knew this for sure. The Natsu clan leader, Amaterasu, was no man to call a truce. Ah, okay. Das war jetzt Parieren, für alle, die es oben jetzt auch nicht gesehen haben. Ah, okay. Damit man merkt, es war nicht nur Zufall, sondern damit man beim zweiten Mal checkt. Ich hab's verstanden. Ja, wie? Nee. A, ne? Okay, ich glaube A. Okay, da war ich zu siegessicher. Ah, da war ich zu langsam. Da war ich genau richtig. Ah, okay, ich dachte, von hinten geht nicht mehr. Man will es halt noch knapper machen. Mann, das muss doch gehen. Nee, ich muss schon im letzten Moment dashen, aber das ist ja scheinbar nicht Dash, Dodge. Das ist nicht. Dann da ist das nicht das Richtige. Das ist Schlagen. Ja, das ist der Stich. Ach, natürlich. Tut mir leid. Ihr habt sicherlich schon vor mir gecheckt. Autsch! Mann, das ist ja das schwerste Level aller Zeiten! Fump! Katsching! Okay, jetzt muss ich gucken, ne? Was man macht. Ich will doch! Jinmu knew the origin of the Natsu clan like the back of his hand. Like everyone else, he was aware that Susanoo's eternal rival had betrayed her twice, turning against his own allies and mercilessly slaughtering his comrades to satisfy his selfish desires. It was because of Amaterasu that Jinmo had lost both his father and his mother, whom he had never known, and so Susanoo had to raise him in their stead. Welcome to Sclash. Also mir gefällt das sehr gut. Ich mag nämlich zum Beispiel, dass die... Ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Mein schwitziges Antlitz braucht keiner. Es ist wirklich heiß hier in Berlin. So ist besser. Ja, ein Hit und das war's schon. Ist natürlich im Versus sehr interessant. Da kontert man wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her mit seinen Blocks und Ausweichmethoden. Hier erinnert es mich gerade extrem an... Ich weiß leider nicht mehr genau. Way of the Exploding Fist war es, glaube ich, nicht, oder? Doch, war das? Es gibt so ein Spiel, das lässt mich nicht mehr los. Das habe ich damals beim C64 gespielt und es hat mich nie losgelassen. Ich habe es halt leider nie durchgespielt. Man läuft von links nach rechts. Ich glaube, es ist Way of the Exploding Fist. So heißt es, glaube ich, zumindest. Und das fühlt sich an wie so ein klassischer Eastern, wo man eben von links nach rechts und dann prügelte man sich, so die frühen Jackie Chan-Filme. Und nur war halt echt hart. Und es gab auch, glaube ich glaube, dass der Hauptcharakter hatte sogar so ein Hasengesicht. Es war sogar noch irgendwas Weirdes dabei.
Und irgendwann kam ich nicht mehr weiter, weil man in irgendwelchen Räumen war, wo Giftgas war. Und dann ist die Energieleiste, war so ein Scroll, der so langsam runtergegangen ist, ganz schnell. Und dann war man sofort tot. Und ich musste jetzt wahrscheinlich irgendwas finden müssen, die Leiste länger machen it was müssen. not out of vengeance that Jin Das erinnert wished to mich sehr daran. fight, but to protect his own. It was from this unwavering determination that he drew his strength. Jinwoo's training was coming to an end, culminating in a final challenge against his friend. Finally catching up, eh, little Raven? Maybe I can stop holding back now. Boast all you want. You weren't that talented at my age. Ja, ich sehe schon bei Heldeneinheiten, die haben dann doch mehr Hitpoints. Ja, ärgerlich. Verdient. Ah, ich habe nur einen. Okay, na gut. Ich wollte halt nochmal, ich wollte ein bisschen Stylo, ne? Ernsthaft, ich wollte jetzt hier mal ein bisschen dashen, auch mal ein bisschen blocken. Was war das nochmal? Moment. Das ist nur Slashen, das ist nach vorne. Dashen mit einem, nee, nur ein Slash. Das ist abhauen. Und A ist ausweichen, okay. Okay, komm. Mann, die ist ja richtig schnell. Ich will dich blocken. Bitch. Nee, ernsthaft. Komm her. Kann ich auch dashen und dann hauen? Das wäre doch eigentlich richtig, ne? Nee, geht nicht. Geil. Ja! Feigling. Komm, mach mal irgendwas Cooles. Ja, okay, ich sehe schon. Das wird nix. Scheiße, ich Idiot, ich wollte blocken. Stattdessen hab ich getanzt. Okay, jetzt hau ich aber einfach nur zu. Aber ich will trotzdem, was ist denn hier nochmal blocken? Das ist doch ausweichen. Das ist so, Moment. Aber schau mal, das ist doch dasselbe wie blocken eigentlich. Dieselbe Bewegung. Das ist der Stich, ne? Ja, das ist ein geiler Stich, das ist ein guter. Was macht er? Und den kann man ja auch noch aufladen. Das darf ich auch nicht vergessen. Wie lädt man den nochmal auf? Das wurde mir ja gezeigt. A ist es nicht. Nee, aufladen kann ich noch nicht. Nur am Anfang scheinbar. Kommt später. Okay. Aber das würde ich mache nochmal Bild. Ich will nur mal wissen, ob das Blocken ist. Okay, anders. Okay, scheinbar ist das hier, es funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Dann dashe ich jetzt einfach die arme Sau zugrunde. Ah, hat nicht ganz hingehauen. Aber jetzt. Ah, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt, dass ich den noch einen reinzwirbel. Ah, shit! Scheiße, Dreck! Arroganz war mein Untergang. Akiko, ich respektiere deinen Skill. So, und jetzt aber bitte mal weiter. Die Leute wird langweilig. So. Nee, das war's nicht. Was? Warum? Ich hab dich auch gehauen. Man muss echt erst blocken oder ausweichen.
Mann, ich kam nicht auf die andere Seite. Ich wollte da vorbei rennen. Ich hätte vorher nochmal üben sollen. Aber das ist so ein bisschen, okay, das muss ich mal lernen. Ich drücke L und ich drücke R. Und es hat also quasi nichts damit zu tun, wo ich drücke in dem Moment, wo ich hinhalte, den mit dem Steuer-Analogstick. Okay, und dann haben wir diese komische Bewegung, die doch eigentlich blocken sein sollte. Und dann diesen Schlag, der, wenn man nach vorne drückt, okay, dann wird er zum Dash. Okay, was passiert denn nach unten? Mehr so ein Rundumschlag, ne? Nach oben? Nee, das ist kein großer Unterschied. Dann haben wir noch X. X mal gucken mit oben. Nee, X mit rechts. Ist auch wieder das. Okay, es gibt gar nicht so viel Auswahl. Oder ich sehe den großen Unterschied nicht. Aber es ist schon wichtig, dass man die Richtung drückt. Und im richtigen Moment dann auch abhaut. Und L und R sind halt wirklich zum Ausweichen gedacht. Doch ausweichen wird nicht reichen. Sagen Leichen. Nun aber. Der zum 25. Mal Samurai MON greift an. Da zieht er sich schon direkt zurück, aber dann schlägt er einen wundervollen Horizontalschlag direkt in die Mitte des Gegners. Er weicht aus und schlägt erneut zurück. Wird er jetzt den letzten Sack zumachen? Ohnehin unfair, dass die da 3 Leben hat. Da ist das dritte. Unser Kommentar hat geholfen. Richtig, Klaus. Richtig, Fred. Das haben wir gesehen, dass du gewonnen hast. Angeberin. Ist doch nicht mal einer da. Und jetzt? Ich kann nicht laufen. Soll hier jetzt was passieren? Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt vielleicht geladen wird. Oder ob ich verladen werde. Wenn es weitergeht, muss ich die Entwickler vorladen lassen. Weil so lange kann ich das nicht laden lassen. Am liebsten würde ich in den Laden zurückgehen und das Spiel da lassen, aber gibt keinen Laden mehr. Er ist ganz verlassen heutzutage. Jetzt wäre ernst... Okay. Ich kam, kämpfte und verlief mich. Ja, in einer 2D-Welt mit links und rechts. Oh, Leute. Leute. Mein Name ist Super Idiot. His confidence was not misplaced. None of his seniors or superiors could defeat him. Sclash. Aha. Da, Samurai. But even though Jinmu outstripped all his peers, he still hadn't managed to surpass his master. Ich mag den Grafikstil sehr. Also nicht unbedingt die Animationen, auch wenn das schön ist. Aber ich mag gerade diese strichartigen 2D-Elemente, die den Hintergrund bilden durch dieses Parallax Scrolling. Die mag ich sehr. Passt auch gut hierzu. Es ist so heiß hier. Aber warum soll ich die denn At hauen? last you've arrived. Are you ready to complete your training? I've been ready for a long time. I won't disappoint you, Grandmother. I expected nothing less from you. En garde. Mir fällt gerade auf, dass das Spiel, von dem ich erzählt habe, mit dem Hasenkopf eigentlich genau so eine traditionelle Maske sein kann. Ich glaube, das ist so. Ich muss dieses Spiel mal ausgraben, ist sicher leicht zu finden. Und dann machen wir das mal. Ich spiele jetzt übrigens nicht mehr analog, ich spiele jetzt digital. Das ist irgendwie doch von der Reaktion einfach schneller. Ah! Wie soll das überhaupt gehen, dass der Meister vom Schüler
besiegt wird, danach ist der Meister ja kein Meister mehr, sondern kann eigentlich beim Schüler in die Meisterschaft gehen. Der Schüler ist dann ja der Meister und er ist wieder der Schüler. Also dann geht das ja die ganze Zeit wie so ein Coronavirus hin und her zwischen den Leuten. Ich hätte es natürlich auch sagen können, wie eine Grippe, aber ich wollte unbedingt die Corona-Freunde triggern. Von allen Seiten. Ah, das habe ich verdient für diese gesellschaftliche Spaltung. Habe ich es verdient, entzweit zu werden. Ne, jetzt mal ernsthaft, ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit an dieses alte Spiel denke, mit dem Hasenkopf-Maskenmann. Okay, jetzt aber, Susanu. Die ist einfach so viel schneller. Ich muss hier kontern lernen. Da gucken die auch noch alle zu, selbst die eine im Bikini, die ich so mag, mit der Eulenmaske. Scheiße. Okay, man muss auch beim Blocken die Richtung, glaube ich, drücken. Komm, jetzt kann ich nicht nachsetzen. Ja, nachgesetzt. Es tut mir leid, aber so ist es das Gesetz. Aha, wer geht hier zurück? Shit! Das hat sie sich verdient. Die hat genau im richtigen Moment, muss ich zugeben. Es geht hier echt um Millisekunden. Und wie immer habe ich einen leichten Delay. Es ist wirklich der Delay der Entschuldigung, aber es war. Es ist nur dank meiner fast schon übermenschlichen Reaktionsgeschwindigkeit zu verdanken, dass ihr hier nicht die ganze Zeit nur im Tutorial hängen bleibt. Bei diesem Setup. Affen! Scheiße! In dein Gesicht. Meister. Okay. Also wenn ich keine Richtung drücke, passiert das. Oh, nee. Also wenn ich die Richtung drücke, passiert irgendwas, aber vielleicht muss ich die Richtung gar nicht drücken. Aber zumindest nicht beim Blocken. Ah, jetzt habe ich kein Blockomat mehr. Scheiße! Ja, hauen, einfach so in die Leere hauen kann ich auch. Ah, sehr gut, endlich. Begegnen wir uns auf Augenhöhe. Fuck. Blocken. Eins noch. Also man muss auf seine Balken achten. Alter. Okay, ist wirklich respektabel. Ja, du bist der Meister. Die Meisterin natürlich. Scheiße. Ich bin wirklich, es ist emotional, aber es ist auch ganz schön cool. Es spielt sich echt gut. Leider nicht gut. Nice. Die kriegst du nicht so einfach. Ah, ich muss hier noch mehr meinen Spielstil aufzwingen. Ja, ich muss sie in Bedrängnis bringen, sozusagen. Komm jetzt. Mann, der dritte jedes Mal. Er ist immer einen Ticken zu schnell, weil ich einen Ticken zu arrogant geworden bin im Laufe der ersten beiden Schläge. Es ist wirklich die typische Charakterentwicklung aus jedem Film der 80er, 90er. Er wollte zu viel und dann fällt er.
Icarus. Aber sie setzt nicht nach. Das ist fair, aber das wird sie noch bereuen irgendwann. Ja, jetzt mal wieder, jetzt rollt sie weg, aber sie setzt nicht nach. Erst wenn ich hinterherkomme. Das ist natürlich nett! Und effektiv auch noch. Ja, ich werde hier wahnsinnig. Ich weiß, das ist jetzt wirklich, wirkt, als wäre ich hier der Volldepp. Und vielleicht stimmt's auch. Aber es ist auch wirklich nicht so ganz einfach, wie ihr vielleicht denkt jetzt. Ihr müsst jetzt mal selbst spielen. So, es ist schon geil, aber es ist, das Timing ist wirklich ganz schön knapp. Und dann haut sie auch immer noch ab. Und man hat nur 4 Aktionspunkte sozusagen. Zweimal dumm geblockt und sie hat natürlich zu Recht genau in der Mitte reingeschlagen. Mann! Okay, jetzt wird konzentriert. Dreimal hab ich's verkackt. Man muss während des Schlages noch so ein bisschen reingehen, habe ich das Gefühl, in sie. In den Mann oder die Frau. Ah, Blocky. Blocky ist unterwegs. Nein, Schlitzi war schneller. Blocky und Schlitzi. Es ist eine Freundschaft voller Hindernisse. Gibt's hier irgendwo einen einfachen Modus? Sie hat die Animation gestartet, als ich gedasht bin und deswegen hätte ich blocken müssen. Aber ich wollte die eigentlich schlagen. Aber ich wollte auch mal ein bisschen was anderes wagen. Und deswegen lasse ich mich einsagen. Aber ihr könnt ruhig fragen, warum hast du das gemacht? Da sage ich, nicht nachgedacht. Wer hat gewonnen? Ah, okay. Aber ich bin doch auch hier gedasht. Das ist ein geiles Konzept mit dem One-Hit-Kill. Man hat wirklich dann auch genug Zeit danach, durch die Slow-Mo zu bereuen, was man gerade gemacht hat, den Fehler nochmal Revue passieren zu lassen. Diesmal habe ich angetäuscht und dann habe ich es sein lassen. Ich habe zu spät geblockt. Das war so perfekt. Danach hätte sie keinen Balken mehr gehabt, um abzuhauen. Aber so muss man es, glaube ich, spielen. Ich glaube, ich lerne es gerade. Learning by dying. The MON way. Ich habe aber doch wirklich jetzt gedrückt. Puh, okay. Ja,
ich habe wieder einen Fehler, ne? Hingedasht, geschlagen. Geht bei ihr nicht. Geht bei den anderen Vasallen. Mann, das sind doch nicht die Minions hier. Du kämpfst gegen die Chefin. Jetzt hat sie endlich keinen Button mehr gehabt. Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ich hab's verstanden. Ich habe nur diesen letzten... Also im Nahkampf ist sie immer einen Ticken schneller als ich mit meiner Verteidigung. Das hat sich gezeigt. Aber ich kann sie so ein bisschen austänzeln und vor allen Dingen auch mehr nach dem Schlag einfach meinen Schlag anbringen. So halt, ne? Aber ich habe so ein bisschen versucht, ihr meinen Spielstil aufzuzwingen, aber das geht nicht, weil sie im Timing-Spiel einfach ein bisschen besser ist gefühlt als ich. Deswegen muss ich jetzt einfach einen anderen Weg gehen. Ich kite sie erst so ein bisschen und dann versuche ich einfach nur das offene Zeitfenster zu finden. Und dann gibt's offene Fleischfenster. Ich meine, so ein Schnitt ist doch auch nur ein Fenster zum Herzen. I won. I did it. Jeffrey Bezos. Jeffrey Bezos. What spirit you have. Sometimes you remind me of your father. But you wouldn't have been able to touch me if I had called upon the Tengu god. I'm sure I can. Let's have a rematch, and don't hold back this time. That arrogance it reminds me of. No, it doesn't matter. Only the power of a god can surpass the power of another god. Still, you fought well. Falls jemand Bock hat, ag1.com/Simon, da kriegt ihr nicht ein Gratis-Paket, aber so ein Komplettpaket für ein Starter-Kit, wenn ihr Bock habt. Ich kann es dir empfehlen. Does that mean I can join the battle? Very well. You will join the fight against the Natsu clan, but you will stay in the back ranks and listen to your superior's orders. Don't be a hero. I know your heart is good, but have no mercy for these traitors. Advance with us to victory and avenge our people. I will protect you with the storm of our god Tengu. Your training is complete, and I can now give you your weapon. The katana is a samurai's best ally. Take care of it, and carry it with you wherever you go. Weeks passed, and unfortunately war broke out once again. It was time to head out to battle. The Aki clan advanced through the valley to respond to the Natsu attack, and Jinmu hastened to join Akiku and his fellow samurai. But he lost track of his friend, and naively plunged into enemy lines to find her. Oh, geil. Das ist genau das, was ich will. Schön die Lappen verprügeln. Ich jogge nur so über den Jinmu soon faced a Wasserfall. formidable opponent. It was time to put all his learning into practice.
The traitors of Aki will... Will what? What? Here. So, jetzt nochmal blocken. Here. Here. Did he just call us traitors? Why? They are the traitors. From my What? point of view, the Jedis are evil. Despite Tengu's protection, a Das hätte ich gerne fire als seemed to Button have jetzt. broken out. Das brauche ich. Who could unleash such flames under a divine storm? Well, well, well. A raven who's still standing. You should have fled while you had the chance. But since you're here, be my warm-up. And then I'll cross swords with the furious harpy who serves as your leader. Amaterasu, the leader of the Natsu clan himself. I must not hesitate. I must eliminate him. It's the only thing standing between us and peace. Jinmu had to face the samurai of the sun, blessed by the goddess Kitsune, a formidable and experienced opponent against whom he probably stood no chance. You're a little more skilled than the others, but you're starting to tire. Don't be disappointed. It's normal Der to zwei? bow down to me. But try to entertain me a little longer, will you? Okay, setzt auch nicht nach. Gut zu wissen. Ja, mach! No one had landed a blow on me in ages. Das tut mir leid. It's just luck. Du bist wahrscheinlich deshalb so The weakness I aggressiv. faced Du bist over the years unterbumst. let my guard down. It won't happen again. It happened again. Oh, shit, nein, er hat auch geblockt. Na komm, mach! Ah, nee, man kriegt ihn nicht. Hahaha! Ihr habt's genau gesehen, ne? Der eine Block, der war's. Zu früh geblockt, er schlägt und bestraft sofort. Aber spannendes Match. Ist auch schön, dass jeder so ein bisschen eine andere Strategie hat natürlich und auch, klar, You're a anderes little more Skillset. skilled than the others. but Aber you're auch starting to abwechslungsreich, obwohl es ja Don't eigentlich be doch immer nur It's um eine normal to Menge bow down to me. scharfer Schneiden But geht. try to entertain me a little longer, will you? Scharfe Schneiden aus deiner Umgebung. Warten auf dein... Schicke jetzt eine Taube mit XXX an. Scharfe Schneiden. No one had landed a blow on me in ages. It's just luck. The weaklings I've faced over the years have made me let my guard down. It won't happen again. Ja, da geht er down, die alte Pissnelke. Die hat sicherlich noch ein Ass I can oder eine keep Axt standing im up to you. Ärmel. If you give up, we can still spare lives. Give up? What's your name, young raven? Jinmu.
Jinmu. The fire of war will only be extinguished when Susanoo frees my daughter. She knows it all too well. A Natsu woman? In the Aki clan? What are you talking about? You're fighting her war without even knowing this? How naive. You must think your intentions are noble, but your savage beast of a leader has more blood on her hands than you realize. She doesn't care about you. She knows that I will eliminate every last one of her followers if she doesn't return my child, and yet she does nothing. You're spouting nonsense. Stop trying to deceive me. Why would she do that? Because she only listens to her rage. You'll see for yourself. Wait! Still trembling, Jinmu looked around him. The battle was over. Despite significant losses, Aki had come out on top. Yet despite this victory, thoughts collided in Jinmu's head. What was he talking about? His daughter? Could it be that grandmother has been hiding things from me? All these corpses. As many Aki as Natsu. Is Jinmu, you're back. Not even a scratch. I expected nothing less from you. We managed to push back the Natsu. Come, join us. We all deserve to catch our breath. The Natsu will eventually come back, and this endless cycle of violence will resume as if today had never happened. Why not seek to stop this conflict and enjoy lasting peace? Jinmu, you know very well that it's not possible. Amaterasu doesn't listen to anyone but himself. He only wishes to destroy. I exhausted my kindness and patience a long time ago. The only option left is to defeat them all until the last one. I think I have a solution. I met Amaterasu and... Ah, here lies the cause of your sudden impudence. He tried to manipulate you, did he not? You must not listen to him. Amaterasu is a liar. His words are as deceitful as the goddess he worships. That's not it. There is a way out, and Amaterasu has only one demand to stop this war. Enough. You must do as I say. I don't have to answer to you. We are at war, and here I am your leader. We must exterminate the enemy. Grandmother, is it true that we're holding his daughter captive? Ah. Of course, he still won't listen to reason. You cannot understand. It's too soon. I'll overlook your impertinence this time, and we'll talk about it at the village. We have to set her free now. We have to stop. It's impossible. You're... Ah, I should have known. It was a mistake to bring you to the battlefield. Impossible? I think the mistake comes from your blind stubbornness. If you refuse to explain, I will have to take matters into my own hands. Jinmu, please stop! Listen to your leader! You know the punishment for mutiny. Death. Don't make me fight you. You leave me no choice. You are the one who taught me to fight for my people. You don't understand. Give up and I can forgive this offense. This deceitful fox has confused your mind. Come back to your senses. This war has opened my eyes, and if I can stop it, rest assured that I won't give up. I can't move anymore. Does that mean it's over? I can't oppose the gods, even if it's for peace. Jinmu, you have disobeyed your leader and your god. Go. Go? I condemn you to exile. Take your weapon, march to the mountains of the north, and never come back. Schuldig! Hat so gut gepasst.
Das war natürlich jetzt sehr viel auf einmal. And so Susanoo banished Jinmu from the village and exiled him to the mountains. Jinmu felt completely lost. The history of his clan, the atrocities committed by Amaterasu, Susanoo's just cause. Where was the truth in all of this? And where were the lies? Who was his daughter? What was the real reason for this conflict? He remembered very well the story his grandmother had told him. In ancient times, Amaterasu had received the blessing of the mischievous goddess Kitsune in exchange for his blind devotion and unwavering submission. He then began to massacre all those who did not join her cult. That was the origin of this endless conflict. At least that's what Jinmu had been convinced of. Until yesterday. Now he wasn't sure of anything anymore. Did death, lifeless bodies, pain and cruelty really have a meaning? Deep in Jinmu's soul, a conviction was beginning to emerge. This war was futile and it could be stopped. And while he was lost in his thoughts, Jinmu continued to advance toward the mountains. The grass became snow as the fresh air of the valley gradually gave way to the icy cold of the peaks. Without realizing it, Jinmu had arrived to the mountains. Legend had it that it was beyond these summits that the abode of the gods was located, and that before inhabiting the valleys, the first samurai had trodden this same snow. But today, it would have been surprising for anyone to inhabit such an I can't go any further. War das jetzt die Off-Text-Sprecherin oder die Figur? Ich glaube, die Figur. Ja, was hast du erwartet? Du rennst in den Sandsturm, Schneesturm rein. Also. Where am I? I must have passed out. Young Raven, the wind that blows in this place is too fierce for your wings. Retrace your steps. Who are you? A god? A ghost? Please, help me. Stilsicher. Nee? Okay. Wirklich, wenn du beim Taekwondo gerade irgendwie eine Stunde drin warst, hast den ersten Punch gelernt. Here? How can anyone survive in these forbidden mountains? No matter. It's my last hope. Obi-Wan Kenobi. Ja, und geiler Übergang. Geiler Übergang, sowas mag ich. Kann jetzt mal jemand freundlich sein zu mir? Bin verstoßen worden. So ein alter, muffiger Mumienkopf da vorne. Ich muss an Beef Jerky gerade denken. No one would have the strength to survive the storm of Orochi without my protection. Young samurai, who are you, and what are you doing here? My name is Jinmu. I wander aimlessly. I was banished from my village.
A Ronin? Because I disobeyed my chief's orders. Grandmother Susano preferred to send me away rather than tell me the truth. Susano. So you are the grandson of Susano. In any case, you must leave. A boy of your kind would not last long in these mountains. You don't look very young. I doubt you're more resilient than I. Insolent! I am Izanagi, the first samurai, and this is the temple dedicated to the god Orochi. I still have some resources left in me, and I will show you. Alle müssen erstmal prügeln. War klar. War klar. Let that be a lesson to you. With the exchange of blows, Jinmu's pendant came out of his clothes, which did not escape the old master's notice. Your necklace! What are you doing with the enchanted pearl of Amaterasu around your neck? What? But it's my mother's necklace. What else has Susano been hiding from me? That's a beautiful irony of fate. Who would have thought such a miracle could happen one day? This changes a lot of things. Your story is, in a way, my story as well. Sit down, Jinmu. I have many things to tell you. Long before you were born, I was the first human to meet the gods who came from their garden across the Bridge of Destiny. They taught me the art of the blade to protect mankind, and in turn, I passed on this knowledge to my peers so that they could continue this sacred mission. We took the name of samurai. Under our watch, peace reigned, and the world was in harmony. You know them as mortal enemies, but at the time, Amaterasu and Susano were my two best disciples. There was a healthy rivalry between them, and they were close as only a brother and a sister can be. Time passed, and each started their own family. Susano adopted an abandoned child and raised him as her son. That was your father Oku. As for Amaterasu, I agreed to give him the hand of my heiress, with whom he then had a single daughter, Kushina. Life could have kept flowing quietly like this, but one day, my daughter fell gravely ill. Amaterasu prayed to the gods to save his wife, but in vain. He then turned to me, begging me to let him enter the garden of the gods to heal her with the divine water. But my loyalty to the gods came first, even before my daughter, and I refused his request. Amaterasu never forgave me, and thus his pain turned into hatred. This was when Kitsune, the fox goddess, chose to pour her venom into the ear of this suffering man. She promised him the survival of his beloved and the power to protect her. Das ist ja In wie return, Star Wars. Amaterasu had to commit to devoting himself exclusively to Kitsune and renouncing the other gods. Blinded by his pain and by the rage of feeling abandoned, my former disciple agreed to this pact. True to his word, he established the exclusive cult of Kitsune, and, ready to do anything to save his wife, he ruthlessly killed those who refused to follow his madness, and he even ended up seriously injuring me. Susano might have been able to reason with Amaterasu, but without warning anyone, she had already gone to fetch the sacred water for him. When she returned, she found the village in flames and bloodshed.
Devastated by this bout of madness from the man she had always considered her brother, she swore not to let these crimes go unpunished. And in her quest for justice, Fushina. That's my mother's name. Nicht that ganz means gereicht, die Zeit für den Amaterasu's alten Mann, das daughter is alles my zu mother. erklären. So, Jinmu, you are a descendant of the Aki and Natsu clans. But then, Amaterasu is my grandfather? And you're my... distant ancestor? Great-grandfather. It is this family connection that has brought you here safely. Your magic necklace is a token of affection given by Amaterasu to his daughter, through which he passed on his protection to you in turn, a love that protected you from Orochi's blizzard. So Amaterasu doesn't know that my mother is dead, and thinks she's kidnapped? Yes. Susanoo kept everything from him to protect your parents, and you, the product of their forbidden love. Even after all this time, she continues to hide the truth from him. Maybe Tengu deliberately obfuscated her mind to perpetuate her feud with his rival. Hatred, wars, it's all the gods' fault. Now that I know everything, I must be able to dissipate their confusion. I have the blood of both sides in me. I might be able to appease them. Arrogant! You cannot stop the course of history alone, and certainly not against the will of the gods. But you were their master. What if... Do not count on my help. I can no longer leave these mountains. If you plan to go back, I will not stop you. Ah. So I have to challenge the gods in order to stop this absurd war. But a human triumphing over the gods is unthinkable. Despite knowing the truth, I still feel like I'm at a dead end. It is my duty to watch over my descendants. You can stay with me if you want. I will not intervene between my two disciples, but I can at least offer you a place here. Thank you, Izanagi. das war jetzt ganz schön der Infodump, aber einer, der sich gelohnt hat. Finde ich. Dann machen wir nochmal. Ich dachte, man kann einfach mal ganz getrost von links nach rechts laufen. Aber das geht in diesem Spiel nicht. Rechts muss immer Ärger lauern. Kann ich auch. Auch schön, wie im Hintergrund dann die Trommeln geschlagen werden. Das ist schon gut gemacht irgendwie mit der Musik, dass sie auf die Kämpfe auch reagiert. It's still not enough. Only a fool would provoke Susanoo. Without a pact? Those were different times. If a god liked you, they would sometimes offer their help. So it is possible for gods to offer help without a pact? Yes, but that was before Kitsune and then Tengu broke this peace. The other gods were furious with... Ich mache hier gerade die Cliff Notes. A way to defeat them. Also wir haben natürlich die Zeit eigentlich schon, aber es war gerade schon mega der Infodump und ich will hier auch nochmal 1, 2 Kämpfe haben und nicht nur die ganze story Zeit Izanagi quatschen. told Jinmu had convinced him that he should stop the war himself. The two rivals, blinded by their hatred, would listen to none but their idols. But Jinmu would force them to return to reason. And if he had to fight them for it, then so it would be. Fortunately, he felt like the words of the samurai had opened a way for him. With a fresh impetus, Jinmu quickened his pace.
If he could convince a higher being to help him, that power might be enough to end this madness. He just needed a push to rise to their level. The blessing of a god who would work. I should have known. You want an audience with the divine to receive their power. I cannot let you cross this bridge. Just one last time. Only a god can help me Bringing a supreme being into the situation will only make things worse. I am the guardian of the Garden of the Gods. I failed to stop your grandparents. And because of that failure, they are still struggling in an endless war. Ah, komm! Stimmt doch gar nicht! Mal gucken, ob ich den noch schaffe. Das wäre jetzt so mein letzter Gegner für dieses Video. Aber ich meine, ich habe gerade erst angefangen. Bin gerade erst frisch von der Samurai-Schule und er ist der allererste Samurai. Und soll ich den jetzt besiegen oder was nach 2 Sekunden? Was ist da der Gedanke dahinter? Der hatte genug Zeit zu trainieren und er ist auch noch größer. Ich hab's vollkommen sehen, ne? Ich hab's wirklich gesehen, er hatte keine Striche mehr. Und dann habe ich ihn verfolgt und es ist einfach dumm gelaufen. Mann, scheiße! Der hat halt auch 5 von diesen Strichen. Aber das geht noch. Er ist nicht komplett jetzt unfair oder so. Er ist nur sehr schnell und er hat diesen doppelten. Und die werden ja auch mit jedem Mal nochmal gefühlt einen Ticken stärker mit jedem Slash, den sie abkriegen. Ich hab doch gedrückt, aber einen Ticken zu spät. Man muss halt eigentlich nach hinten dashen, ne?
Jetzt. Was? Ja. It belongs to Orochi. These snowstorms were your doing. What a hypocrite. You received a divine gift yourself. You do not understand. The anger of the gods was going to destroy our world. I had no choice but to accept Orochi's help, and you know nothing of the pact that binds us. Einmal versuche ich es noch. Aber ich glaube, ich mache ja auch irgendwas noch ein bisschen falsch. Irgendwie muss ich das so legen, natürlich, dass er weniger Blöcke hat als ich. Aber sobald er blockt, kriegt er ja was dazu. Also kann ich und das Schwingen hier ist halt nicht so stark, dass es ihm so viel abzieht. Jetzt habe ich den falschen Button direkt rein in den Schlag. Aber einen Kampf würde ich nochmal versuchen. Einen richtigen. Aber das kann natürlich auch sein, dass man hier noch ein bisschen sich an ihn gewöhnen muss, ein bisschen lernen muss, wie man wirklich kämpft. Aber es hat stellenweise ganz gut geklappt. Aber ich bin noch nicht zufrieden. Na, er kriegt den halt immer. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich habe nur den. Ich kann noch mal gucken, was ich noch mal so habe. An Schlägen. Er wartet halt auch immer, bis er grün ist. Und er kriegt die Ausdauer doch schon wieder schnell wieder. Und damit lädt er ja immer wieder auf. This power, it belongs to Orochi. These snowstorms were your doing. What a hypocrite. You received a divine gift yourself. You do not understand. The anger of the gods was going to destroy our world. I had no choice but to accept Orochi's help, and you know nothing of the pact that binds us. Er füllt sich halt immer wieder seine Leiste auf damit. Nee, so geht's nicht. Ich muss ihn, glaube ich, auch blocken und dann aber kommt er halt trotzdem hinterher. Oh, doch nicht, diesmal nicht. You may be strong, but your idol is weak. If I could cross swords with my grandparents, then I can defeat you. Okay, ich muss wohl doch echt blocken. Ich will aber nicht blocken.
Scheiße, ne? Einmal geblockt und sofort alle aufgefüllt. Ja, der erste Samurai! Tom Cruise! Was habe ich für dich getan? Hi. Ein Imposter! All I can do now is pray that things do not get worse. Gute Einstellung. I promise to settle everything. Schlechte Einstellung. I recognize here the arrogance of your grandfather. But very well, I can admit defeat. Cross the bridge before I change my mind. So. Wir crossen die Bridge, while wir zu ihr gekommen sind. Jinru had triumphed over the first samurai and prepared to enter the realm of the gods, his confidence and determination renewed. Here I am, finally in this legendary garden. Magnificent. No painting could do it justice. But it is strangely empty. No, I feel like I'm being watched. Geil. Ich finde diese Drachen ja viel besser. Lindwürmer. So wie Fuchur. Fuchur ist auch ein Lindwurm, oder? Ich glaube schon. Who dares enter our lands? It's been a while since a mortal disturbed us. Ja, vielleicht, aber ich bringe frohe Kunde. Ich bin ein krasser Samurai und ich kenne Manfred. Kennst du Manfred? Aus The Messenger? Den kennt ihr doch. Also ihr Luftschlangen kennt euch doch. My name is Jinru. I'm the disciple and grandchild of Susanoo. Nice to meet you, your, godliness. Don't try to flatter me, you foolish youngster. Tell me why I shouldn't just devour you right now. I came to offer a deal. Am I to understand that you want to make a pact with a god? No way! I don't want to do that. I just need your help to bring peace among the mortals. You have nothing to offer. Why should I accept? Our wars are the result of your carelessness and the prideful desires of some other gods who used humans. It's your responsibility to fix this. How dare you give me orders and question our ruling? What arrogance! Your greatness is only expressed in the devotion of those who submit to you. If the wars between them continue, humans will forget about the other gods. Grant me your power, and I'll restore lasting peace, and all the gods will be honored equally. That's a very ambitious bet. You think you can stop all these wars alone? If someone can do it, it's me, by virtue of my blood. With your help, I will succeed, and the providential god who will have helped me will be covered with praise by grateful humans. Interesting points. All right then, let's restore the peace between the clans. Na gut, wenn du meinst. That's it? You're convinced? You don't want to kill me anymore? I haven't eaten humans in ages. It's bad for digestion. And I like your energy, little creature. I just wanted to scare you, to test you, and you dared to challenge me. So it was true. All I had to do was ask nicely. You weren't even polite. Anyway, if you want to leave with my power, you'll have to prove yourself worthy. Show me you can handle it, and entertain me. If you're not up to the task, I'll send you down the waterfall. Nobody can beat me with this power. There's no way I'll lose. Well, at least you have to be able to. Receive my strength. Channel the incessant flow of Ryujin, the dragon god, through your sword. My power brings life and soothes wounds. Use it well, and prepare to exceed yourself.
Okay. Ich hab dein Glasding kaputt gehauen. Oh. Jetzt ist mein Schatten abgehauen. Oh. Interessant. Ich dachte, sie haut auch nach hinten. Mann, die ist einfach zu schnell. Zu gut. Und sieht dabei auch noch so toll aus. Ja, tot. Okay, das ist ein richtig schönes Ende für den Schattenkampf. Die haben noch einen Schatten, ich kämpfe das doch jetzt nicht. Nein, ist natürlich echt nice. Ein sehr interessantes Spiel, das ich mir auch nochmal angucken würde, wenn ihr das wollt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss sagen, das war wirklich was sehr Interessantes. Sclash kostet, glaube ich, so an die 10 Euro. 15 Euro maximal, lohnt sich dafür auf jeden Fall. Ist natürlich, muss man auch wissen, schon sehr viel Geschichte scheinbar und weniger Action und vor allen Dingen mehr Bosskämpfe und harte Zweikämpfe. Habt ihr auch da den Multiplayer-Modus gesehen, der war ja nicht umsonst ganz oben platziert. Es geht auch schon um den Multiplayer-Modus, aber in der Story ging es eben weniger um das Abmurksen von strunzdoofen Vasallen. Was gerade aber mit dieser Mechanik, dass man nach einem Schlag tot ist, ja auch schon Bock machen kann. So diese Momente, wo von links und rechts welche kommen, waren schön, aber da hat man auch gemerkt, dass die KI komplett dämlich ist. Also die einzelnen Hero-Einheiten sind halt dann so ein bisschen programmierter und haben ihren eigenen Rhythmus, aber die normalen Fußsoldaten, die können ja wirklich gar nichts. Die stehen vor dir, hauen 5-mal ihre Energie weg und ja, und was dann? Dann kannst du umschubsen. Also, das muss man auch sagen, smart ist das nicht gelöst, aber es macht schon irgendwie Bock. Ich glaube aber, dass man das vor allen Dingen auch spielt, wenn man Bock auf dieses Setting hat, wenn man auf die Story, die Präsentation Bock hat und wenn man einen Multiplayer-Modus hat, mit dem man was anfangen kann. Also, das heißt ein Freund. Freundin, irgendwen, den Hund, der verliert wenigstens und dem ist es egal. Oder einen kleinen Bruder, dem ist auch egal. Nee, da ist es uns egal, was der denkt. Also ihr braucht jemanden, mit dem ihr das dann zusammenspielt. Aber dieser Solo-Modus ist, wie gesagt, auch nicht schlecht. Und ich finde ihn sehr schön umgesetzt, fantasievoll, optisch toll und in jeder Hinsicht empfehlenswert. Aber wie gesagt, mit Vorwarnung und kleinen Einschränkungen. Habe ich ja gerade gesagt. So, wir hören jetzt auf. Ich wünsche euch allen, ich bin jetzt hier auf der Gamescom oder beziehungsweise wir sehen das vielleicht auch vorher. Auf jeden Fall bin ich erst zu Hause bei meiner Familie. Dann bin ich auf der Gamescom und dann bin ich erst wieder da. Bis dann, Leute. Macht's gut und gerne mal, es hilft mir echt sehr, gerade in diesen Zeiten, wo man keine Zeit hat. Einfach Daumen hoch, kommentieren, gerne mal was reinschreiben, gerne mal irgendwie diesen Stil. Ich kann euch auch gerne eine Frage vorformulieren, aber ich finde sowas immer blöd. Aber was haltet ihr denn von diesem Stil? Ist der euch irgendwie zu, oder findet ihr es geil? Vordergrund, Hintergrund, Animationen. Was genau gefällt euch daran, was gefällt euch nicht? Schreibt es mal rein, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal auswählen kann. Und gerne supportet mich auf diesem Kanal und bei MON Talk. Einfach mal abonnieren, kommentieren, viele Videos liken und gerne mal weiterempfehlen. Leuten, denen das vielleicht passen könnte. Das würde mir wirklich was bedeuten und helfen. Jetzt aber erstmal tschüss, helft euch selbst, gönnt euch, geht mal raus, esst was Leckeres, nehmt eure Pillen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.